So reinigen wir beschichtete Metallfassaden. Wir haben uns in der Vergangenheit spezialisiert auf große Flächen, auf Industriegebäude, auf Produktionsstätten sowie Hochregallager. Und wenn man sich mit der Reinigung auseinandersetzt, dann muss man nicht nur eine gescheite Anwendungstechnik haben, die Chemie muss hier auch stimmen. Und das ist mein allerwichtigster Tipp, das richtige Reinigungsmittel. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Gebäudereiniger, sehr viele Fassadenreiniger draußen auf dem Markt gibt. Ich weiß auch, dass fast jeder anders arbeitet. Aber wir haben hier unsere Erfahrung gemacht und sind hier sehr, sehr oft auf die Nase gefallen, gerade bei Metallfassaden. Dann haben wir angefangen, mit Gutachtern zusammenzuarbeiten, mit Sachverständigen zusammenzuarbeiten. Wir sind sogar bis zum Hersteller hingegangen, die Profile an Hallenfassaden. Das macht in der Regel der Dienstleister. Und zum Beispiel Hösch ist ein Hersteller, ein großer Hersteller von Stahlkolz. Und diese Stahlkolz sind dann in der Regel auch schon beschichtet, bevor sie zum Dienstleister gehen, der dann die Wandprofile, der die Deckenprofile daraus macht. Und ja, wir haben uns das mal angeguckt. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Hallenprofilen. Es gibt Wellblechprofile, es gibt Sandwichpaneele, es gibt Trapezprofile. Und wo liegt denn da eigentlich der Knackpunkt? Wenn ich jetzt hier beispielsweise mit chlorhaltigen Reinigern arbeite, funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut, weil ich auch hier viele Algen drauf habe. Ich habe Schimmelpilz auf den Fassaden, gerade bei Sandwichpaneelen, wo ich eine Dämmung auch noch habe, da schlägt sich schnell das Tauwasser dran. Das Tauwasser ist hier auch maßgeblich für diese schnelle Veralgung verantwortlich. Das ist ähnlich wie bei wärmegedämmten Hausfassaden, die sehr, sehr schnell vergrünen, verwittern. So, und jetzt schaue ich mir die Blechprofile mal einmal genauer an. Auf der eigentlichen Fläche, wenn ich beispielsweise mit diesen chlorhaltigen Produkten arbeite oder auch mit anderen sehr aggressiven Medien oder mit korrosiven Reinigungsmitteln arbeite, dann habe ich auf der eigentlichen Fläche von den Metallprofilen habe ich da gar kein Problem. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Aber was ist mit den Kanten, was ist mit den Ecken, da wo die Profile ja einen Knick machen? Und da gehen wir mal bis zum Hersteller zurück. Wie jetzt eben schon gesagt, Hösch zum Beispiel ist einer der größten Hersteller. Der liefert jetzt die Stahlkolz zum Dienstleister. Der Dienstleister schickt sie durch die Maschinen durch und da kriegt das Blech seine Form, seine Kantung, seine Profilierung. Und wo kommt es jetzt hier genau drauf an? Die Stahlkolz, die müssen bei einer bestimmten Raumtemperatur über eine längere Zeit einfach liegen bleiben und die Temperatur annehmen, weil das ganz wichtig ist für die Verformung. Wenn das nicht der Fall ist, wenn jetzt hier Stahlkolz direkt von Kaltlagerstätten auf die Maschinen draufkommen, dann kann es bei der Falzung, bei der Kantung, kann es an der Kante zu feinsten Haarrissen kommen in der Beschichtung. Und das ist das Problem. Wenn ich auf der Baustelle stehe, kann ich das mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber die Haarrisse sind dann vorhanden. Und wenn ich jetzt mit korrosiven Reinigungsmitteln arbeite, ziehen die in die Risse rein und arbeiten natürlich am Metall. Ja, es kommt zur Korrosion, es kommt zur Ausblühung, es kommt zur Rostbildung und das nicht sofort, das können Sie nicht sofort sehen, das passiert über die Dauer. Und es kann durchaus sein, dass es nach einem halben Jahr, nach einem Jahr erst da zu Spätschäden kommt und Sie stellen sich die Frage, ja, wo kommt das jetzt her? In Wahrheit ist es dann der Dienstleister, der Reinigungsdienstleister gewesen, aber Sie können ihm da nichts mehr nachweisen. Deswegen ist hier ganz, ganz wichtig, was Sie für ein Reinigungsmittel einsetzen oder was der Dienstleister für ein Reinigungsmittel einsetzt. Und wir fahren da sehr, sehr gut. Wir haben unser Reinigungsmittel und das ist der Alkalistar. Und der Alkalistar, das zeige ich Ihnen einmal, wie das damit funktioniert. Schritt 1, schäumen wir den Alkalistar einmal auf, sodass der Schaum langsam an der Oberfläche herunterziehen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, das Aufschäumen. Wenn ich es lose drauf sprühen würde, die Metalloberflächen nehmen keine Feuchtigkeit auf. Da fließt es wirklich sehr, sehr schnell runter. Und der Schaum ist ähnlich wie bei der Autoreinigung. Der Schaum löst jetzt die Verschmutzung. Auch hier sind wieder Tenside reingemischt. Tenside heben die Oberflächenspannung, sodass der eigentliche Reiniger wirklich unter die Kruste, unter die Dreckkruste drunter gehen kann und hier wirklich an der Wurzel die Verschmutzung auflösen kann, sodass ich im Nachgang, das sieht man in diesem Bild, einmal mit dem Hochdruckreiniger die Fassaden ganz, ganz locker abspüle und dann sind die Fassaden wieder tipptopp sauber. Ja, das war mein wichtigster Tipp, das Reinigungsmittel. Also achten Sie wirklich drauf, wenn Sie eine Fassadenreinigung beauftragen, auch wenn es dann leider nicht von uns ist, achten Sie drauf, was für Reinigungsmittel eingesetzt werden. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ansonsten würde ich mich natürlich über Ihre Anfrage freuen. Und wenn Sie da eine kostenlose Beratung haben möchten vor Ort, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Wir beraten Sie vor Ort sehr, sehr gerne und
Auch da werden Sie wahrscheinlich den einen oder anderen Aha-Effekt erleben. Also ich würde mich freuen, wenn wir da zusammenarbeiten können.